Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam Schritt für Schritt diese süße kleine Biene. Ich habe das jetzt als Schlüsselanhänger gemacht. Ihr könnt das natürlich auch weglassen, das ist euch überlassen. Wir häkeln jetzt Runde für Runde gemeinsam. Ich erzähle euch immer alles und zeige euch alles. So sieht das hier aus. Dafür braucht ihr nur ein bisschen Wolle. Also ich habe hier so Restwolle auch und ganz bisschen von dem Rosa hier für die Bäckchen, natürlich gelb, schwarz und für diese Flügel einmal weiß. Die gehen auch wirklich super schnell, das geht einer in 1-2 Minuten. Und beim Körper häkeln wir jetzt Runde für Runde gemeinsam, das sind insgesamt 19 Runden. Das geht auch schnell, alles was sich wiederholt, spule ich natürlich schneller. Ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel. Ich habe hier eine Vernähnadel für den Schlüsselanhänger, dieses Teil, ein Maschenmarkierer und natürlich Augen. Ich habe hier so fertige Augen, aber ihr könnt auch, wenn ihr solche Sicherheitsaugen habt, hier zum Beispiel die 10 mm benutzen. Und ihr könntet natürlich auch mit einem weißen Stift so diese Punkte machen, die hier auch drauf sind. Das ist auch ganz euch überlassen. Wir fangen dann direkt an, häkeln jetzt Schritt für Schritt alles gemeinsam. Wir fangen jetzt mit der gelben Wolle an und wir beginnen natürlich hier mit dieser Vorderseite und dafür machen wir einen magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die 2 Finger, gehen mit der Häkelnadel hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus, drehen uns da eine Schlaufe, holen den hinteren Faden und gehen durch die Schlaufe durch. So haben wir den magischen Ring. In diesen magischen Ring häkeln wir jetzt erstmal 8 Maschen rein, also in die Schlaufe rein, Faden holen, dann haben wir 2 Schlaufen auf der Nadel, holen den Faden und gehen durch beide durch. Und das machen wir jetzt 8 Mal. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann können wir hier am kurzen Faden unseren magischen Ring einmal zuziehen. So, und hier mache ich mir jetzt auch einen Maschenmarkierer direkt dran. Hier in die erste Schlaufe und wir häkeln direkt weiter. Und zwar häkeln wir jetzt in Runden weiter. Wir gehen in die nächste Masche rein und werden verdoppeln. Also wir häkeln hier jetzt feste Maschen rein und zwar 2 jetzt in jede Masche. In die gleiche nochmal, die zweite, dann in die nächste Masche rein. Auch hier 2 feste Maschen. In die nächste Masche kommt die 5. und die 6. feste Masche, in die nächste 7 und 8, in die nächste 9 und 10, in die nächste 11 und 12, in die nächste 13 und 14 und in die letzte Masche 15 und 16. Somit ist Runde 2 auch schon fertig. Von 19 Maschenmarkierer setze ich wieder nach oben. Jetzt sind wir in Runde 3. Da gehen wir direkt in die nächste Masche rein, häkeln eine feste Masche und wir verdoppeln immer jede zweite Masche. Ich bin jetzt in der zweiten und da kommt 2 rein. Dann in die nächste wieder nur eine feste Masche und in die danach wieder 2. Und das im Wechsel bis zum Ende der Runde. Eine Masche, 2 Maschen, eine Masche, 2 Maschen und so weiter. Am Ende der dritten Runde angekommen. Maschenmarkierer setze ich wieder nach oben. Jetzt fangen wir in Runde 4 an. Und zwar werden wir jetzt jede dritte Masche verdoppeln.
Also in den nächsten beiden Maschen jeweils nur eine feste Masche. Und in die dritte Masche kommen dann 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Dann wieder 2 einzelne feste Maschen und in die dritte danach wieder 2 feste Maschen und auch das bis zum Ende dieser Reihe. Am Ende der 4. Runde angekommen. Maschenmarkierer darf wieder nach oben. Und jetzt machen wir in Runde 5 noch einmal vergrößern und dann war es das auch. Hier werden wir jetzt jede 4. Masche verdoppeln. Also in die nächsten 3 jeweils nur eine feste Masche. Und in die 4. Masche dann kommen 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Dann wieder 3 einzelne. Und in die 4. dann wieder 2. Und das auch bis zum Ende dieser Runde. Und dann war es das auch mit den Zunahmen. Am Ende der 5. Runde angekommen. Maschenmarkierer darf wieder nach oben. Und jetzt haben wir nur noch feste Maschen erstmal. Also wir sind jetzt in Runde 6 und Runde 7 ist auch identisch. Also das heißt, wir machen nur eine Masche in jede Masche. Keine Abnahmen, keine Zunahmen, gar nichts. Nur eine Runde mit festen Maschen. Eine pro Masche, also in Runde 6 und in Runde 7. Und in Runde 8 fangen wir dann an mit dem Farbwechsel. Dann wechseln wir auf Schwarz und machen dann weiter. Wir haben jetzt Runde 6 und 7 mit jeweils nur festen Maschen gehäkelt. Und bevor ich am Ende der 7. Reihe jetzt die letzte Masche mache, wollte ich euch das einmal zeigen mit dem Farbwechsel. Wir wechseln jetzt die Farbe. Also dafür gehen wir hier ganz normal in die letzte Masche rein, holen den Faden raus, als würden wir eine feste Masche machen wollen. Und bevor wir den Faden jetzt hier durch die beiden Schlaufen ziehen, holen wir die neue Farbe. Wir legen uns die auf die Häkelnadel. Ich drehe mir das einmal und halte die kurze Seite hinten fest und ziehe durch diese beiden gelben Schlaufen hindurch. So haben wir ein bisschen schöneren Übergang, aber man sieht natürlich trotzdem immer die Übergänge. So, jetzt hole ich einmal meinen Maschenmarkierer raus. Jetzt bei dieser Runde weiß ich ja, wo der jetzt anfängt und wo der endet. Die Fäden könnt ihr immer wieder mal festziehen hinten. Und jetzt machen wir einfach nur wieder feste Maschen. Also wir gehen ganz normal in die nächste Masche rein, holen den Faden, ziehen es raus, haben 2 Schlaufen und machen eine feste Masche. Und jetzt wieder keine Zunahmen, nichts. Wir machen nur feste Maschen die ganze Runde entlang. Das ist jetzt Runde 8 und Runde 9 ist auch identisch. Aber ich zeige euch einmal am Ende der 8. Runde nochmal, wie ich hier den Übergang versuche noch ein bisschen besser zu kaschieren. Und da machen wir dann auch gleich wieder einen Maschenmarkierer ran nach dieser Runde. Also erstmal mit dem schwarzen wieder nur feste Maschen. Wir nähern uns dem Ende dieser Runde. Hier habe ich jetzt alle Maschen gehäkelt, mache ich hier auch noch die erste und dann mache ich hier vorne, wo der Übergang ist und wo hier mehr gelb ist, gehe ich auch noch mal hier einfach unten rein und mache da auch noch mal eine Masche, dass der Übergang ein bisschen kaschierter ist und die ganzen Fäden können wir immer ein bisschen festziehen. So sieht das denn jetzt aus.
Übrigens lasse ich die Fäden hängen und hole mir immer die Farbe, die ich brauche. Wenn wir nachher mit Schwarz fertig sind, dann schneide ich Schwarz natürlich ab, aber ansonsten lasse ich das jetzt so lange hängen und hole mir von hinten immer die Farbe hoch, die ich dann brauche zum Häkeln. Und den Anfangsfaden hier, wo wir den magischen Ring gemacht haben, den könntet ihr jetzt auch schon mal vernähen. Vielleicht so einfach durch 1, 2 Maschen durch, dass der sich auch nicht löst. Und jetzt sind wir in Runde 9 schon angekommen. Wir machen weiter mit Schwarz. Alles andere lasse ich hinten hängen. Jetzt mache ich mir hier meinen Maschenmarkierer ran. Und dann machen wir noch mal eine Runde mit nur festen Maschen mit Schwarz erstmal, bis wir beim Maschenmarkierer angekommen sind. Dann wechseln wir wieder zu Gelb. Am Ende der 9. Runde angekommen. So sieht das denn jetzt aus. Hier ist noch die letzte Masche übrig, das wollte ich euch zeigen. Wir wechseln jetzt wieder zu Gelb in der 10. Runde. Dafür gehen wir hier wieder rein, holen den Faden, haben die 2 Schlaufen auf der Nadel. Ich nehme mir Schwarz und halte das hinten fest. Da wir jetzt wieder die Farbe wechseln, nehme ich Gelb und ziehe durch die beiden Schlaufen durch. Maschenmarkierer darf hier wieder ab. Und dann häkeln wir ganz normal wieder weiter. Jetzt wieder mit Gelb, nur feste Maschen. Und das machen wir jetzt in Runde 10 und in Runde 11 wieder hier mit Gelb. Nur feste Maschen, keine Zunahmen, keine Abnahmen. Bis wir hier vorne wieder angekommen sind, die ganze Runde. Und hier mache ich das dann auch, dass ich hier wieder reingehe, damit der Übergang ein bisschen schöner ist. Aber ihr seht es ja trotzdem. Das ist aber nicht schlimm, das lasse ich dann auf der Unterseite und das sieht nicht so schlimm aus. Dann mache ich nach dieser 10. Runde den Maschenmarkierer ran und Runde 11 ist dann auch Gelb und in Runde 12 wechseln wir wieder gemeinsam zu Schwarz. So, wir sind jetzt am Ende der 11. Runde angekommen. Wir machen hier die letzte Masche, aber beenden sie nicht ganz. Wir lassen das bei den 2 Schlaufen, holen die schwarze Wolle, ziehen die durch die beiden Schlaufen durch. Dann ziehen wir Gelb fest. Maschenmarkierer kann raus. Und jetzt häkeln wir erstmal wieder nur feste Maschen. Das ist jetzt Runde 12. Am Ende dieser Runde mache ich dann meinen Maschenmarkierer wieder ran und werde Runde 13 auch nochmal mit Schwarz und nur festen Maschen häkeln. Und dann wechseln wir nochmal das letzte Mal zu Gelb und beenden dann unsere Biene somit. Da spule ich jetzt auch wieder schneller. Ihr wisst jetzt ungefähr auch schon, wie es geht. Also diese Runde mit Schwarz. Dann Maschenmarkierer ran, dann die 13. Runde auch nochmal schwarz, dann wechseln wir gemeinsam in Runde 14 zu Gelb und dann werden wir auch langsam schließen. Davor machen wir gleich noch die Augen rein und bis gleich. Am Ende der 13. Runde angekommen, wechseln wir jetzt das letzte Mal die Farbe. Also wieder die 2 Schlaufen. Dann hole ich mir hier die gelbe Wolle, ziehe durch beide Schlaufen durch. Schwarz ziehen wir fest. Maschenmarkierer darf erstmal ab. Ich mache schon mal hier ein paar Maschen, damit sich das nicht löst. Und dann können wir gleich erstmal die Augen machen und auch mit der Vernähnadel den Mund und das unter den Augen ein bisschen rosane. So, den schwarzen Faden können wir auch schon mal abschneiden.
Und dann könnt ihr die Fäden, die drinne sind, auch miteinander verknoten, so dass sie sich nicht lösen. So zum Beispiel. Die können auch drinne bleiben, das stört nicht. Und die Seite, wo wir immer den Farbwechsel gemacht haben, den lasse ich unten. Also das ist dann hier unten und hier machen wir dann jetzt die Augen rein. Wie gesagt, ihr könnt da ganz einfache schwarze Schlichte benutzen. Und ich benutze jetzt erstmal die hier mit den weißen Punkten. Das mache ich auch so nach Augenmaß. Einmal ungefähr hier. Und hier die andere Seite. So sieht das ganz gut aus, nachher werden wir das auch befüllen. Und jetzt machen wir die natürlich hinten zu, dann sind die auch noch mal fester. So sieht das jetzt aus. Dann habe ich auf eine Vernähnadel ein bisschen rosa Faden raufgefädelt und hinten so 3 Knoten gemacht. Das kommt erstmal von hinten nach vorne hier ungefähr raus und dann gehen wir 2-3 Mal hier so rüber. Ihr könnt das alles natürlich in den Farben machen, was ihr möchtet und auch weglassen oder auch woanders hin platzieren. Das ist ja auch alles euch überlassen. So sieht das jetzt aus. Da gehe ich noch ein paar Mal durch. Und auch das ist euch überlassen, wie oft ihr darüber geht. Für mich reicht das jetzt so. Dann gehe ich auf die Seite von hinten direkt rein. Und mache das gleiche auf dieser Seite. Auch da gehe ich noch mal rüber. Und dann könnt ihr den Faden direkt in der Innenseite vernähen und verknoten. So sieht das aus. Dann stülpe ich mir das ein bisschen um, ziehe das einmal fest und dann verknote ich das hier auf der Innenseite. Und dann können wir den Faden abschneiden. Das ist dann schon mal fertig. Und jetzt machen wir einmal den Mund. Ihr könnt das auch im Nachhinein machen, wenn ihr möchtet. Ich mache das jetzt, damit ich das nicht nachher vernähen muss und verstecken muss. Das ist dann einfacher, wenn das jetzt drinnen bleibt. Also auf die Häkelnadel am Ende 2, 3, 4 Knoten. Und wieder von hinten rein. Den Anfangsfaden, den ich noch nicht vernäht habe, ziehe ich noch mal fest. So. Ungefähr hier.
Und so ist das auch schon mal fertig. Das ist auch euch überlassen. Ihr könnt noch mal rübergehen, wenn ihr möchtet, durch die gleichen Löcher. Ich lasse das jetzt so und werde das auch einmal hinten vernähen. Das ist soweit fertig und jetzt häkeln wir weiter. Wir sind ja jetzt in Runde 14. Wir werden jetzt Runde 14 mit den gelben Maschen häkeln und dann mache ich den Maschenmarkierer wieder nach oben. Und Runde 15 machen wir auch noch mal mit festen Maschen. Und ab Runde 16 fangen wir dann an mit den Abnahmen und schließen das jetzt langsam. Und erst wenn ich noch ein paar Runden gehäkelt habe, werde ich dann mit Füllwatte drinne voll machen. Wir sind jetzt am Ende der 15. Runde angekommen. Jetzt haben wir auch nur noch 3-4 Runden. Maschenmarkierer darf nach oben und wir fangen mit den Abnahmen an. Einmal zeige ich das natürlich genau. Also wir werden jetzt in dieser 16. Runde jede 4. und 5. Masche abnehmen. Das heißt, wir machen jetzt in die nächsten 3 jeweils eine feste Masche. 1, 2 und 3. Und dann werden wir von der 4. und von der 5. Masche die Abnahme machen. Dafür gehen wir von vorne rein, von unten durch eine Schlaufe durch bei der 4. Masche und bei der 5. Masche auch von unten durch die eine Schlaufe durch, holen den Faden raus. Dann haben wir 2 Schlaufen auf der Nadel und wir ziehen durch beide durch. Das ist dann unsere Abnahme und das machen wir jetzt diese ganze 16. Runde entlang. Dann wieder in die nächsten 3 jeweils eine feste Masche. Und dann wieder von der 4. und von der 5. Masche durch die eine Schlaufe und somit die Abnahme. Und das, wie gesagt, die ganze Runde bis zum Maschenmarkierer entlang. 1, 2 und 3. Und von der 4. und von der 5. Masche die Abnahme. Das spule ich jetzt bis zum Maschenmarkierer schneller und wir machen weiter in Runde 17. Am Ende der 16. Runde angekommen. Da werdet ihr 1, 2 Maschen übrig haben. Da macht ihr einfach ganz normal eine feste Masche hin. Ihr braucht euch allgemein keine Sorgen zu machen, wenn ihr mal 1, 2 Maschen anders habt. Einfach weiter häkeln. So, jetzt sind wir in Runde 17 angekommen und hier werden wir jede 3. Masche abnehmen. Also wir machen in den nächsten beiden Maschen jeweils eine feste Masche. Und wir machen die Abnahme von der 3. Masche und von der 4. Masche. Dann wieder 2 einzelne feste Maschen. Und von der 3. und von der 4. die Abnahme. Und das auch die ganze Runde entlang bis zum Maschenmarkierer. Am Ende der 17. Runde angekommen, mache ich hier die letzte Masche, Maschenmarkierer nach oben. Und jetzt machen wir in Runde 18 nochmal Abnahmen und dann werde ich auch mit Füllwatte schon arbeiten. Also jetzt werden wir in Runde 18 jede 2. und 3. Masche abnehmen. Das heißt, wir machen nur eine einzige feste Masche. Und dann schon direkt die Abnahme. Kann auch sein, dass ich jetzt, wenn ich bei der Hälfte angekommen bin und das noch kleiner geworden ist, dass ich da auch schon mit Füllwatte arbeite.
Also die nächste feste Masche und von der zweiten und von der dritten danach dann die Abnahme. Dann wieder eine feste Masche, zweite und dritte abnehmen. Das geht jetzt alles natürlich immer schneller. Also am Ende der 18. Runde angekommen. Ich habe hier nur noch eine Masche übrig gleich, aber ich werde jetzt schon mal voll machen mit Füllwatte und alles auch ein bisschen zurechtbiegen. Einfach, ich mache das schön fest, aber natürlich auch nicht, dass es sehr, sehr überdehnt ist, aber schön ordentlich fest und gehe dann natürlich in alle Richtungen einmal rein. Und das dauert jetzt ein kleines bisschen. So, ich habe das jetzt ordentlich voll gemacht. Und jetzt machen wir weiter. Fehlt nicht mehr viel. Alles ein bisschen fusselig gerade hier. Hier hatte ich noch eine Masche übrig. Dann mache ich meinen Maschenmarkierer ab. Und jetzt werde ich erstmal jede zweite Masche abnehmen. Also immer die erste und die zweite gemeinsam abnehmen. Wir machen keine einzelne feste Masche mehr, sondern nur noch Abnahmen. Von der ersten und der zweiten. Und die ganze Runde entlang. Dann einfach die nächste und die übernächste. Und so schließt sich das gleich. Dann machen wir am Ende noch mit der Vernähnadel das letzte. So, und dann mache ich hier noch eine und das kleine bisschen machen wir jetzt mit der Vernähnadel. Also das ist soweit fertig. Wir schneiden den Faden ein bisschen länger ab. Dann ziehen wir erstmal die Häkelnadel hier mit der Wolle raus. Dann machen wir hier die Wolle auf die Vernähnadel. Und jetzt fangen wir an in die andere Richtung. Also es gibt hier eine Seite, die dann so aufgeht und eine, die zugeht. Und in die, die zugeht, machen wir jetzt in jede Schlaufe von einer Masche, gehen wir hier einmal durch. Nur durch eine Schlaufe von jeweils einer Masche. Bis wir hier am Anfang angekommen sind. Und hier die letzte. Und dann können wir das nämlich einfach zuziehen. So sieht das denn aus. Ihr könnt davor kontrollieren, ob ihr genug Füllwatte drin habt. Und den Faden
können wir jetzt einfach vernähen. Einfach ein paar Mal hin und her. Daneben wieder rein und irgendwo raus. Dann Faden abschneiden. Alles ein bisschen zurechtrücken. Und somit ist der Hauptteil schon mal fertig. Jetzt machen wir noch ganz schnell hier die Flügel. Die gehen wirklich super schnell. Das zeige ich euch. Marienkäfer habe ich als Deko raufgeklebt. Und ich mache natürlich dann am Ende, wo die Fäden dann nachher beim Vernähen sind, da mache ich nachher diesen Schlüsselanhänger dran. So, jetzt machen wir noch schnell die Flügel und dann sind wir schon fertig. Und ich glaube tatsächlich, dass ich gleich den nicht dran machen werde, aber ich zeige euch, wo ihr den gleich ranmachen könnt, ganz einfach. Und ich glaube, ich mache eine Luftmaschenkette und hänge das dann im Auto nämlich ran. Aber gleich dazu mehr. Jetzt brauchen wir einmal die weiße Wolle. Ihr könnt da natürlich auch selber die Farbe entscheiden. Und wir fangen an. Also wir legen uns einmal die Wolle auf die Häkelnadel. Ich drehe das einmal. Das Stückchen lasse ich ein bisschen länger. Wir ziehen einmal durch und ziehen fest und machen jetzt erstmal 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So sieht das jetzt aus. Und wir häkeln jetzt direkt in die nächste rein. Also direkt in die nächste rein, Faden holen und eine feste Masche häkeln. Also 1 und dann in die nächste auch, also einmal zurück mit festen Maschen. Dann 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt häkeln wir so in Runden weiter. Dann drehen wir das ein bisschen und gehen nicht in dieses große Loch rein, sondern in diese Masche danach. Und da häkeln wir jetzt erstmal 3 feste Maschen in ein und dieselbe Masche rein. Also 1, dann wieder da rein, 2, wieder da rein und 3. Dann weiter häkeln in die nächste Masche. 1, 2, 3 und in die letzte hier die 4. So sieht das jetzt aus. Und hier an die Spitze in dieses Loch häkeln wir wieder 3 feste Maschen rein. In ein und dieselbe Masche so gesehen. Es ist noch nicht mal richtig eine Masche, sondern das Ende hier. Dann häkeln wir hier weiter und zwar 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und hier die 6. Und hier an der Spitze wieder häkeln wir 3 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. 1, 2, 3. Wir häkeln hier auf der Seite wieder weiter. Das müssten jetzt 7 feste Maschen werden. 1, 2, 3, 4, 5,
6 und 7. Und hier am Ende wieder in diese Spitze wieder 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Dann häkeln wir hier nochmal unsere letzten 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So sind wir fast fertig. Dann machen wir in die nächste Masche eine feste Masche und in die letzte hier an der Spitze auch noch mal eine feste Masche, und somit ist ein Flügel schon mal fertig. Ich schneide den Faden ein bisschen länger ab. Wir ziehen das raus. Wir brauchen das jetzt natürlich noch einmal. Den Faden hier hinten mache ich jetzt auf die Vernähnadel. Das war der Anfangsfaden. Und den ziehe ich jetzt hier hinten nach unten, wo auch dieser Endfaden ist. Da gehe ich durch 1, 2 Maschen hier durch. Und noch einmal. So. Dann sind hier die beiden Fäden. Die können wir einmal verknoten. So, wie gesagt, das könnt ihr jetzt noch einmal häkeln. Dann haben wir 2 davon. Und das nähen wir jetzt hier oben einmal an. Ich mache das jetzt einzeln, also den kurzen Faden schneide ich jetzt einmal ab. Dann kommt hier dieser Faden erstmal auf die Vernähnadel. Und dann schaue ich, wie das am besten passt. Ich mache das hier ungefähr mittig bei dem gelben. Und da gehe ich jetzt nämlich einmal hier rein. Also erstmal mittig und dann ein Stück links und ein Stück rechts. Gehe hier raus. Guck, wie mir das so passt. Und dann gehe ich hier durch den Flügel durch, dass der schön fixiert ist. Gehe nochmal von unten durch den Flügel durch und auch etwas weiter vorne, damit der auch nicht ganz absteht. So, ziehe das fest. Und das machen wir gleich mit der anderen Seite auch. Und die Fäden werde ich dann am Ende hier in der Mitte rauskommen lassen. Dann kann ich nämlich von den beiden Flügeln die Fäden hier in der Mitte nochmal verknoten. Und bei den Fäden, die dann übrig bleiben, habe ich das eigentlich eingefädelt und das dann verknotet mit den beiden zusammen, so dass wir das für den Schlüsselanhängerring hier haben. Aber wie gesagt, diesmal werde ich hier in der Mitte eine Schlaufe gleich häkeln und die ran machen. Ich glaube, das passt nämlich besser. Dann habe ich einen nämlich als Schlüsselanhänger und einen dann fürs Auto. Das finde ich jetzt, dass es sehr gut passt, ab Frühling auch. So, theoretisch kann der jetzt einfach hier so hängen bleiben und wartet dann auf den zweiten Faden, damit ich die beiden verknoten kann. So, beide Flügel sind jetzt soweit dran und die Fäden habe ich jetzt erstmal noch hier gelassen, weil ich gucke mal gleich, wie ich dann die Schlaufe ranmache. Dafür häkle ich jetzt eine Luftmaschenkette. Da diese Idee jetzt auch ein bisschen spontan gekommen ist, schauen wir dann, wie viele Maschen es werden. Also Wolle auf die Häkelnadel einmal drehen, einmal durchziehen und eine Luftmaschenkette. Ich glaube, es wird irgendwas zwischen 70 und 100. Ich schaue mal. 1, 2, 3.
Ich habe hier jetzt eine Luftmaschenkette mit 110 Luftmaschen gehäkelt. Die Wolle ist natürlich auch nicht so dick und ich habe auch fest gehäkelt. Also ich denke, diese Länge muss es mindestens haben, damit das da einmal drum kommen kann und dann ja zum Festmachen, ihr wisst, was ich meine, dann durch die Schlaufe durch. Vielleicht mache ich sogar jetzt noch 10, 20 Luftmaschen, damit ich sicher bin. Ja, jetzt habe ich 130 Luftmaschen. Das sollte irgendwie passen. Faden schneide ich ab, ziehe es einmal raus. Und jetzt schaue ich mal. Natürlich könnte ich die jetzt, glaube ich, verknoten. Genau. Dann schneide ich das ab, beziehungsweise vernähe das. Und die Wolle mache ich dann auch gleich auf die Vernähnadel und mache das hier dran. Am Ende des Videos zeige ich euch nochmal, wie das denn aussieht, wenn das im Auto hängt. Und so sieht das denn jetzt mit der Schlaufe aus. Der kriegt natürlich auch noch so einen kleinen Marienkäfer. Das ist hier mit so einem Sticker hinten dran. Kommt auch hier drauf. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich hier jetzt auch noch ein paar Perlen auffädeln. Vielleicht Holzperlen, 2, 3 Stück. Das würde, glaube ich, auch ganz gut aussehen. Und so sehen die beiden jetzt aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Häkeln. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Und gebt gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns demnächst bei einem neuen Video. Bis dahin.